Tonight I wanted to discuss something about study of the scriptures. Und heute Abend wollte ich etwas über das Studieren der Schriften erzählen. Just a kind of food for your thoughts. Einfach nur ein bisschen Futter für eure Gedanken. This is called Swadhyaya in Sanskrit. In Sanskrit ist es Svatya genannt. Swadhyaya, generally we translate it as study of the scriptures. Svadhyaya wird als Studieren der Schriften genannt. The word Swadhyaya is a combination of two words. Dieses Wort ist eine Kombination aus zwei Worten. Swadhyaya, Swadhyaya, like that. Sva So and Vadhyaya. Yeah. So the expansions of these parts are Und der Inhalt dieser Teile, Swa means Su plus A. Su is a prefix in Sanskrit. das erste ist eine Vorsilbe in Sanskrit. That means Shushtu, that is peacefully and properly. Die bedeutet friedvoll und gründlich. And A is another prefix. Und A ist eine weitere Vorsilbe. A here means avritya, means having repeated. Das heißt, etwas wiederholen. And Adhyaya word is again a combination of two parts. Und das Ende ist wieder eine Zusammensetzung aus zwei Worten. The first part is a prefix, that is Adhi. Das erste ist wieder eine Vorsilbe. And the second part is Aya, that is the root. Und das zweite ist die Wurzel des Wortes. So Adhi means inside and Aya means inclusion. Das erste heißt innen und das andere heißt Schlussfolgern. So the word Adhyaya means what is to be taken inside and made your own. Also insgesamt heißt es dann, was kann man von innen nehmen und sein eigen machen. So Adhyaya does not Adhyaya generally means study, but here the meaning is taking some ideas inside and making those ideas one's own. Ja, also normalerweise heißt es studieren, aber ausführlich heißt es, sich etwas von seinem Inneren nehmen und sein eigen machen. So the whole word Swadhyaya would mean das gesamte Wort würde also bedeuten self-study for assimilation of the ideas. Selbststudium, um die Ideen zu assimilieren. There is another meaning of the word. Es gibt eine weitere Bedeutung des Wortes. That is very famous in the Vedic tradition. Und die ist sehr bekannt in der vedischen Tradition. There is a famous aphorism-like thing. Es gibt einen berühmten Aphorismus. Swadhyaya adhyetavya. That means this word Swadhyaya means the Vedas. Es bedeutet die Veden. The Vedas should be studied. Die Veden müssen studiert werden. And also taught. Und auch gelehrt werden. And therefore the assimilation of the instructions will be proper. Und deshalb muss die Übernahme dieser Lehren auch gründlich vonstatten gehen. To simplify this whole thing, um das Ganze zu vereinfachen, we may say that this word means study of scriptures.
Kann man auch sagen, dass dieses Wort heißt Studieren der Schriften. But this is not just a mere study of scriptures. Aber es ist nicht nur ein bloßes Studieren der Schriften. We study the scriptures for more clarifications, Wir studieren die Schriften, um mehr Klarheit zu erhalten. and we study them again and again, Und wir studieren sie immer wieder und immer wieder, so that the clarifications become very clear. sodass die Klarheiten noch klarer werden. And then we apply the instructions in our life, in our spiritual practices. Und dann übernehmen wir diese Vorgaben in unserem Leben und in unseren spirituellen Übungen. They have said that both study and teaching of the scriptures are useful and beneficial. Sie haben gesagt, dass das Studieren der Schriften und Übernehmen dieser Lehren sehr wichtig ist im Leben. We know that it is the teaching which is more beneficial to the teacher than the students. Sie sagen, dass auch das Lehren für die Lehrer noch wichtiger ist als für den Studierenden, für den Schüler. So, in these types of studies, there is the necessity of both the teacher and the students. In dieser Art des Studiums ist eine Notwendigkeit eines Lehrers und eines Schülers. Of course, it goes without saying that the teacher should be one who has interest in the subject. Natürlich setzt es voraus, dass der Lehrer Interesse hat in dem Thema. And the teacher should have interest in the subject that he or she is teaching. Und der Lehrer muss auch Interesse haben an dem Thema, was er lehrt. Swami Saradananda is a disciple of Sri Ramakrishna. Swami Savadananda ist ein Schüler von Sri Ramakrishna. He has become very famous for writing the biography of Sri Ramakrishna. Er ist sehr berühmt geworden, weil er die Biografie von Sri Ramakrishna geschrieben hat. In English, we have got two versions of this. In Englisch gibt es zwei Versionen davon. The original one, with the old English translation, is called Sri Ramakrishna, the Great Master. Die alte Übersetzung ist heißt auf Englisch Sri Ramakrishna, the Great Master. And the newer version is called Sri Ramakrishna and his Divine Play. Und die neuere Version heißt Sri Ramakrishna and his Divine Play. This is more nearer to the original Bengali title, Sri Ramakrishna Leela Prasanga. Das letztere, also die neuere Version, ist näher am bengalischen Original. This is a unique book of its kind in the spiritual world. Es ist einzigartig, dieses Buch ist einzigartig von der Art in der spirituellen Welt. It is very authentic. Es ist sehr authentisch. It is packed with meticulous details. Es ist voller genauer Einzelheiten. Details about how Sri Ramakrishna lived on this earth. Einzelheiten, die uns sagen, wie Sri Ramakrishna auf dieser Welt gelebt hat. It is written by one who has seen Sri Ramakrishna himself. Und es ist von einem geschrieben worden, der Sri Ramakrishna selbst gesehen hat. He wrote the book when Sri Ramakrishna's other disciples were alive. Und er schrieb das Buch, als die anderen Schüler von Sri Ramakrishna noch am Leben waren. Both monastic and non-monastic disciples were still alive. Monastische Schüler und auch nicht monastische Schüler waren immer noch am Leben.
It was also written during the lifetime of many others. Und es war auch während der Lebzeit von vielen anderen noch geschrieben. Those people who met Sri Ramakrishna and had conversations with him. Leute, die mit Sri Ramakrishna gesprochen haben und ihn eben gesehen haben. So many episodes or events involving them were mentioned in the book. Es gibt also viele Episoden, die in diesem Buch erwähnt werden. Some of such episodes or events did not portray a good picture of some of these persons. Und einige Episoden oder Ereignisse haben kein gutes Bild auf einige Personen geworfen. But this book was written, these events were written during their lifetime. Aber das Buch wurde zu ihrer Lebzeiten geschrieben. Anyway, this Swami Saradananda once told one of his junior monks. Und der Swami Saradananda, der dieses Buch geschrieben hat, sagte zu einem Mönchen: I tell you, my dear, develop a habit of everything. Ich sage dir, mein Kind oder mein Sohn, Habit of doing everything. Mache dir eine Gewohnheit, alles zu tun. All means doing physical service for the good of many. Alles bedeutet, physische Arbeit zu tun für das Gute der Welt. Then second is studying scriptures to keep up the spirit of your spiritual practices. Zweitens, lies immer auch Schriften, um deine spirituellen Übungen inhaltlich zu füllen. Then practicing japa and meditation. Dann übe Japa und Meditation. Because he said, a day will come in everybody's life when you will no longer be able to serve people by doing physical work. Denn es wird in jedem Leben kommt es zu einer Zeit, wo man nicht mehr in der Lage ist, physische Arbeit oder Dienst für andere Menschen zu leisten. That time you can serve them by studying and teaching the scriptures. Und in dieser Zeit kannst du dann den Menschen dienen, indem du ihnen die Schriften lehrst. Again a day will come when you will not be able to do that also. Und es wird auch ein Tag kommen, wo du nicht mehr dazu in der Lage bist. Then the practice of japa and meditation will keep you going. Und dann wird das Üben von Japa und Meditation dich aufrechterhalten. You will be able to continue with your spiritual practices. Du kannst mit deinen spirituellen Übungen weiter fortfahren. And your noble thoughts will anyway help people indirectly. Und deine noblen Gedanken werden den Menschen indirekt weiterhelfen. In fact, this study of scriptures or swadhyaya keeps or maintains a balance between the spirit of service by physical means Und dieses Lesen der Schriften hält eine Balance zwischen dem Dienst, dem physischen Dienst für den Menschen and the spirit of doing our spiritual practices. Und dem Geist, unsere spirituellen Übungen fortzusetzen. The Taittiriya Upanishad says, Swadhyayat ma pramada, means do not be confused or do not have doubts about the study of the scriptures. Es heißt in den Upanishaden, zweifle nicht an den Schriften. And maintaining the same spirit, the Yoga Sutra mentions this particular thing. Und genauso erwähnen auch die Yoga Sutras dies.
The second chapter of the Yoga Sutra starts with the aphorism. Und das zweite Kapitel der Yoga Sutras startet mit einem Aphorismus. And this aphorism talks about 3 items of yoga practices. Beginnt mit 3 Punkten der Übungen von Yoga. The theoretical study of the yoga has been done in the first chapter. Im ersten Kapitel war die theoretische Übung dran. And the practice portion comes next. Und der praktische Teil kommt als nächstes. And there, the first aphorism itself mentions 3 items for practice. Und hier werden 3 Dinge genannt. So they call it Kriya Yoga of the Yoga Sutras. Sie nennen es Kriya Yoga von der Yoga Sutras. 3 things are necessary to practice yoga. 3 Dinge sind notwendig, um Yoga zu praktizieren. Yoga is a science Yoga ist eine Wissenschaft, because it teaches the arts of yoga theoretically, weil es die Kunst des Yogas theoretisch lehrt. then it helps you to apply these theories into practice. Dann hilft es dir dabei, diese Theorien in die Praxis umzusetzen. And finally, it helps you to attain the goal of yoga. Und zuletzt hilft es dir dabei, das Ziel des Yoga zu erreichen. The goal of yoga is samadhi, or our final liberation. Das Ziel des Yoga ist Samadhi oder die Befreiung. These 3 items are like this. Die 3 Punkte lauten so. Tapa, Swadhyaya, Ishvara Pranidhanani. So I will explain the first one is tapas. Ich erkläre jetzt den ersten, Tapas. Tapas means strictness in spiritual practices. Es bedeutet Konsequenz in der bei den spirituellen Übungen. Then second one is Swadhyaya. Das war das zweite. That is the study of scriptures. Das Studieren der Schriften. And the third one is Ishvara Pranidhana, means working without selfish interest. Das dritte ist Arbeiten, ohne selbstsüchtig zu sein, ohne Selbstinteresse darin zu haben. And at the same time keeping the mind on God. Und gleichzeitig die Gedanken bei Gott zu haben. So our question is, what is the yoga in practice? So stellt sich die Frage, was ist Yoga in der Praxis? Practice means work or action. Praxis meint hier Arbeit oder Handlung. Anything that we do. Alles, was wir tun. Anything. Alles. That is, the stress is given there, anything. Und die Betonung liegt hier auf dem alles. Whatever action or work helps us to retain the little advancement is in yoga, that has to be done. Jede Arbeit oder Handlung, die uns fortschreiten lässt auf unserem Yoga-Weg, muss gemacht werden. Suppose we make just 1% progress. Stellt euch vor, wir machen nur 1% Fortschritt. We have to maintain that 1%. Dann müssen wir dieses 1% erhalten. So this is called a practical yogic action. Das wird dann praktische yogische Handlung genannt. To retain means not to allow it to fade out. Es beizubehalten bedeutet es nicht auszulöschen. Not to allow it to weaken and finally to be lost.
Ihm nicht zu erlauben, schwacher zu werden oder verloren zu gehen. Or in short, the applied yoga means yoga in action in our life. Dieses Anwenden heißt Yoga in der Handlung in unserem Leben. And that helps us to protect our achievements. Und es hilft uns dabei, unsere Errungenschaften zu erhalten. And what type of life it is? Welche Art des Lebens das ist? That is called practical day-to-day life that we live. Ist das praktische Tag-für-Tag-Leben, das wir leben. And what does this life include in its scope? Und was beinhaltet dieses Leben? And this question actually reveals a wonderful answer. Und diese Frage eröffnet eine wunderschöne Wahrheit. The revelation is the life inside and the life outside of our meditation. Das Leben in uns und das Leben außerhalb uns in der Meditation. Suppose when we are meditating, we live inside. Stellt euch vor, wenn wir meditieren, dann sind wir in uns. And when we come out of meditation, we start living outside. Und wenn wir aus der Meditation herausgehen, dann beginnen wir wieder außen zu leben. So which part of these two are you speaking about? Und über welchen Teil sprechen wir denn jetzt? Well, we have to remember that Patanjali calls our small effort, or Patanjali gives value to our small efforts also. Und auch Patanjali gibt Hinweise zu unseren Bemühungen. Yeah, suppose we make just 1% progress. He gives us encouragement saying that it is a kind of samadhi. Auch wenn wir nur 1% voranschreiten, ermuntert uns Patanjali damit, dass das auch Samadhi ist. Therefore, even a small first step that is taken towards the goal is also called samadhi. Also auch ein erster Schritt auf dem Weg zum Ziel ist auch Samadhi. That is also yoga. Das ist auch Yoga. And we are in yoga. Und wir sind in Yoga. And that is practical yoga. Das ist praktischer Yoga. Practical yoga is concerned about both parts of our practical life. Der praktische Yoga bemüht sich um beide Teile in unserem spirituellen Leben. The inside and the outside of samadhi. Das Innere und das Äußere von Samadhi. What do we understand by this revelation? Was verstehen wir von diesen Enthüllungen? The revelation is inside of yoga is samadhi or meditation. Die Enthüllung ist, dass inside, also innen, ist Meditation. And outside is reflection of the yoga in all our actions. Und außerhalb ist die Reflexion unserer Handlungen. This is called yoga in action. Was Yoga in Handlung heißt. But not action in yoga. Aber nicht Handlung in Yoga. That actually includes what we do while meditating. Und das beinhaltet auch, was wir bei der Meditation machen. And what we should do while not meditating. Und was wir auch tun sollten, wenn wir nicht meditieren. So that we do not lose whatever we have gained in the meditation.
sodass wir nicht verlieren, was wir während der Meditation gewonnen haben. So the development or progress of yoga inside should be reflected in all our actions outside. Also die Errungenschaften, die wir während der Meditation erlangt haben, sollten bei all unseren Handlungen sich widerspiegeln. Hence this yoga in action is karma yoga. Yoga in Handlung heißt Karma Yoga. So do you see the grand combination between our meditative life and life outside meditation? So seht ihr die große Verbindung zwischen dem Yoga in uns und dem Yoga außerhalb uns? Swami Vivekananda has said that life is an uninterrupted meditation. Swami Vivekananda hat gesagt, das Leben ist ein ununterbrochenes Meditieren. A young student one asked one of our Swamis, Ein junger Schüler fragte einen unserer Mönche, Swamiji, you advised us to practice awareness of God or the self. Swamiji, du brachtest uns bei, Achtsamkeit Gott gegenüber zu haben. And you said that we have to be aware throughout the day when we are awake. Und du brachtest uns bei, ständig an ihn zu denken, den ganzen Tag über. But that is not possible. Aber das geht doch gar nicht. See, I am a program developer. Ich bin ein Entwickler von Programmen. It is impossible to be aware of something else other than my work. Ich kann dabei an nichts anderes denken. The Swamiji replied, you are right. Das Swamiji erwiderte, ja, du hast recht. It is true that when you are doing computer programming, it is not possible to think of anything else other than that work. Es ist richtig, wenn du programmierst, dann kannst du an nichts anderes denken als diese Programmierarbeit. It is your honest confession and I accept it. Es ist dein ehrliches Geständnis und ich akzeptiere das. But then, my dear, it should also be true for you. Aber dann, mein Lieber, sollte es für dich genauso wahr sein, That it will be impossible for you to think of other things than God when you are meditating. dann sollte es auch so sein, wenn du meditierst, dass du an nichts anderes denkst als an Gott. Does it happen like that? Passiert das? No. Nein. Why not? Und warum nicht? Because of this problem. Aufgrund dieses Problems. Because you are not able to remove the difference between the inside and the outside. Weil du nicht in der Lage bist, den Unterschied zwischen dem Inneren und dem Äußeren zu überwinden. Between the inside of meditation and outside of meditation. Zwischen dem Inneren der Meditation und dem außerhalb der Meditation. Can you see the problem? Kannst du das Problem erkennen? Because that is the problem for every one of us. Weil das Problem von jedem von uns ist. The Upanishad says, Mrityosya mrityumapnoti yaiha naneva pashyati. One who sees a difference here will suffer from repeated births and deaths. Jemand, der hier einen Unterschied sieht, wird leiden an verschiedenen, immerkehrenden Wiedergeburten. Vielfältigkeit also. Vielfältigkeit, okay. Here means in this world, in this life. Und hier bedeutet eben in diesem Leben. Because the Upanishad says, Neha nanasti kinchana, there is
no manifoldness in these lives. Das heißt, es gibt hier keine Vielfalt in diesem Leben. Our lives, both inside and outside. Unser Leben innen und außen. It is one and it is one life. Es ist eins und es ist ein Leben. The practical yoga helps you to remove this difference between the inside and the outside of spiritual life. Und der praktische Yoga hilft dir, das Innere und das Äußere zu überwinden, hier einen Unterschied zu machen. It does not promise to give you any magic formula. Es wird dir keine Magie vermitteln. That is why it is an applied science. Und deshalb ist es eine anerkannte Wissenschaft. Swami Vivekananda used the imagery or example of the chariot and horses from the Kathopanishad. Und Swami Vivekananda nannte auch das Bild des Kutschers und der Kutsche. And the Pferde. Ne? Und der Pferde, ja. That comes from the Kathopanishad. Von den Kathopanishaden. Yeah, so he wanted to stress the need and importance of the applied yoga. Er wollte die angewandte Wissenschaft betonen. He says the organs are the horses. Er sagte, die Organe sind die Pferde. The mind is the rein. Der Geist sind die Zügel. The intellect is the charioteer. Der Intellekt ist der Wagenführer. The soul is the rider. Der Soul. Soul. Die Seele, das Selbst, ist der Führer. And the body is the chariot. Und der Körper ist die Kutsche. The master of the household or the king, the self of man, is sitting inside this chariot. Und der Herr des Selbst sitzt in der Kutsche. If the horses are very strong and do not obey, und wenn die Pferde sehr stark sind und nicht gehorchen, if the charioteer, the intellect, does not know how to control the horses, und wenn der Wagenführer, also der Intellekt nicht weiß, wie er die Pferde zügeln soll, kontrollieren soll, then the chariot will meet with accidents. Dann wird die Kutsche einen Unfall machen. But if the organs, the horses are well controlled, aber wenn die Organe und die Pferde gut kontrolliert sind, and when the mind is well held in the hands of the charioteer, und wenn der Geist gut unter Kontrolle ist vom Wagenführer, that charioteer is the intellect, vom Intellekt, then the chariot will reach its goal. Dann wird auch die Kutsche das Ziel erreichen. So now let us elaborate on the three ways that we have discussed. Und jetzt lasst uns nochmal über die 3 Wege sprechen. They are meant for removing the fictitious differences between our inside life and outside life. Die uns sagen, wie man das Innere und die Vorstellung vom Unterschied des Inneren und des Äußeren beseitigen lernen. Number 1, he said that it is tapas or strictness in the principles of practices. Erstens ist Tapas die Strenge in unserer Übung. And that is connected with the awareness called
that is connected with our awareness. Und die ist verbunden mit unserer Achtsamkeit. This tapas is meant mostly for physical yoga. Und dieses Tapas ist besonders für das körperliche Yoga von Bedeutung. And with this background of the example of the chariot, Swamiji explains the three components of this yoga. Und mit dem Beispiel der Kutsche erklärte Swamiji Three components. Die drei Komponenten. He says, tapas or strictness in our pursuit or quest is compared with the rain or with the lease. Die Strenge bei unserer Übung ist gleichgesetzt mit dem Halten der Zügel. And it is being firmly held by for guiding the body and the organs. Sie wird festgeführt, um die Organe und auch die Pferde zu führen. I said that this is mostly meant for physical yoga. Und dies ist besonders für den körperlichen Yoga von Bedeutung. Because suppose we talk about ahimsa, non-injury. Zum Beispiel, wenn wir an Ahimsa oder nicht kein Verletzen denken. It is not an action, but an inaction. Es ist keine Handlung, sondern eine eben Nichthandlung. But still it can be converted to austerities or tapas. Aber es kann überführt werden in Tapas. One needs to stop doing such harmful activities by the practice of austerity. Jemand muss eine solche Handlung einstellen, indem er sich einschränkt. In fact, all the 7 limbs of yoga are nothing but austerities in its various forms. Und tatsächlich sind die 3 Glieder des Yogas. Once again, what is it? The 7 limbs of yoga, 7 parts of yoga. Ja, die 7 Teile von Yoga. Are nothing but austerities in its various forms. Es ist nichts anderes als Einschränkung in seiner ursprünglichen Form. Then the second one is Swadhyaya or study of scriptures. Und das zweite ist dann das Studieren der Schriften. This includes meditation and repetition of mantra, etc. Und diese beinhaltet Meditation und das Wiederholen eines Mantras. This is part of applied yoga. Und das ist Teil des angewandten Yoga. Swami Vivekananda said that the study does not mean study of novels or any storybooks. Swami Vivekananda sagte, das heißt nicht das Lesen von irgendwelchen Geschichten. So, Sri Ramakrishna gave the example of a swan. Sri Ramakrishna gab das Beispiel eines Schwans. Swan Gans. Einer Gans. And the swan has the capacity to separate milk from water. Der Schwan kann Milch von Wasser getrennt aufnehmen. So similarly, the yoga practice helps us to leave out what is impure and take what is pure. Und genauso lehrt uns Yoga, das aufzunehmen, was rein ist, und das nicht aufzunehmen, was unrein ist. Study does not mean only reading. Studieren bedeutet nicht nur lesen. Or only hearing the spiritual texts. Oder nur das Hören spiritueller Texte. But it also means contemplation, meditation, japa of mantras.
sondern auch Kontemplation, Meditation und das Aufsagen von Mantren. Sometimes we go on reading any book available under the Google search. Manchmal lesen wir alles Mögliche, was wir unter Google finden können. We follow anyone and everyone who claim that they are realized souls. Und wir folgen jedem, der behauptet, eine verwirklichte Seele zu sein. These are nothing but waste of time and energy. Und das ist nichts anderes als verlorene oder verschwendete Zeit. Then we blame spiritual life as meaningless. Und dann sagen wir, dass spirituelles Leben bedeutungslos ist. Even when we are reading the scriptures, we should be careful. Auch wenn wir spirituelle Schriften lesen, sollten wir vorsichtig sein. We should know that all the teachings in the scriptures are not meant for one and the same person. Wir sollten wissen, dass nicht alle Schriften für jeden gedacht sind. That is why Sri Ramakrishna used to take Swami Vivekananda aside and teach him separately. Und das ist auch der Grund, warum Sri Ramakrishna Swami Vivekananda oft zur Seite nahm und ihn alleine lehrte. He once said that there is a roaring fire of renunciation burning inside Vivekananda. Und er sagte, dass in Swami Vivekananda, Nandas Inneren, ein loderndes Feuer ist. Hence Nach Entsagung. Hence he said that Vivekananda could be safe in all adverse situations. Und er sagte, dass Swami Vivekananda in allen schwierigen Situationen sicher sei. And the third item is Ishvara Pranidhana, remembering God. Und der dritte Punkt ist, immer an Gott zu denken. Doing selfless work while remembering God is called mental yoga in practice. Selbstlose Arbeit verrichten ist, what is it? Mental yoga in practice. Okay, ist mentales Yoga in der Praxis. So this is discussed in the Yoga Sutra at length, means elaborately. Und das wird in den Yoga-Sutren genau ausführlich erklärt. And the commentator Vyasa says that all actions should be surrendered to God. Und der Kommentator Vyasa sagt, dass alle Handlung Gott geopfert werden soll. Because anyway, everything belongs to God. Weil alles zu Gott gehört. And when we practice this type of awareness, then it reduces our selfish interests. Und wenn wir diese Art der Achtsamkeit lehren, dann wird unser Selbstinteresse vermindert. And you also know that you are not going to lose anything. Und du weißt auch, dass du dabei nichts verlieren wirst. This is the way of producing mental purification in Karma Yoga. Und das ist der Weg, mentale Reinheit im Karma-Yoga zu erlangen. And in Patanjali Yoga, this is the third discipline as mental yoga. Und bei Patanjali ist das die dritte Disziplin, die er nennt. In the second chapter, Maharshi Patanjali says that Swadhyaya or study of scriptures means practicing to offer everything to God. Im zweiten Kapitel sagt Patanjali, man soll praktisch arbeiten, um alles zu Gott zu opfern. That aphorism itself says like that. Und die Verse dort lauten selbst so. So what we wanted to stress is that study of scriptures is meant for keeping a balance.
Und was wir hier betonen wollen, ist, dass das Studieren der Schriften helfen soll, eine Balance zu halten. It is a balance between the inside and outside of our spiritual life. Es ist die Balance zwischen dem Inneren und dem Äußeren unseres spirituellen Lebens. Actually, there is no outside and inside in this respect. Und tatsächlich gibt es kein Inneres und Äußeres in dieser Hinsicht. And that is why Patanjali also places this study of scriptures in between two other items. Und deshalb unterteilt Patanjali dies nochmal in zwei Teile. Yeah, because the study of the scriptures will keep us connected with both sides. Weil das Studieren der Schriften uns bei beiden Seiten oder beide Seiten erhalten. Then we will be able to practice spiritual life when we are meditating and again when we are not meditating. Dann werden wir in der Lage sein, spirituelles Leben zu leben, wenn wir meditieren und wenn wir nicht meditieren. So, this way the study of scriptures is very important. Und diese Art der spirituellen Übung ist sehr bedeutend. And the same idea has been expressed in the earlier books of the Vedic tradition. Und dieselbe Idee wurde auch in Büchern der frühen vedischen Tradition erwähnt. The ritualistic portions of the Vedas, they also give very much stress on this idea of study of scriptures. Die ritualistischen Bücher betonen dies ebenfalls. Here the meaning is a follower of the Vedic path of rituals should study the Vedas. Die Betonung liegt hierbei, dass ein Verfolger der Rituale sich an die Schriften halten soll. It is like a mathematics teacher does. Genauso wie ein Mathematiklehrer das tut. The teacher should consult books on mathematics to keep her knowledge fresh. Ein Mathematiklehrer sollte sich an Mathematikbüchern halten, um seine Lehre aufrechtzuerhalten. That is why the ritualistic parts of the Vedas make it a directive, not just instruction, but a compulsory rule. Und so sollten auch die ritualistischen Bücher eine Voraussetzung sein, an die man sich halten sollte. It is true that we can do our own self-study by ourselves. Es ist wahr, dass wir unser Selbststudium selbst durchführen können. But we derive more and lasting inspiration through satsang. Aber wir bekommen mehr Inspiration durch Satsang. Satsang is a combination of the assembly of like-minded people. Satsang ist ein Zusammenkommen von Gleichgesinnten. Study of good thoughts. Wo wir gute Gedanken teilen. And studying the instruction which are reflected in the lives of others. Und das Studieren der Anweisungen, die im Leben anderer gegeben werden. Here in Germany we give importance to this model of our activities, which is based on the seminars. Wir betonen hier die Seminare als besonders gut. This we have experimented with for the last about 2 decades. Das haben wir in den letzten 2 Jahrzehnten hier gelernt.
we have found that retreats would be a very good way to help people living under the conditions of these times and parts of the world. Wir haben gesehen, dass Retreats genau das Richtige sind, um den Menschen zu helfen, in dieser Zeit, in dieser Welt zu leben. We have introduced activities that include harmonious active living, Wir haben Handlungen durchgeführt, die Harmonie beibrachten through active living, durch aktives Leben. and then study of scriptures with their proper interpretations, Und das Studieren der Schriften mit ihren Gründen, mit ihrer gründlichen Interpretation and the practice of japa and meditation. und die Praxis von Japa und Meditation. These are the three items Patanjali said in the first aphorism of the second chapter. Und das sind auch die 3 Punkte, die Patanjali im zweiten Kapitel im ersten Aphorismus des zweiten Kapitels erwähnt. We have incorporated these 3 aspects of yoga in action. Wir haben diese 3 Aspekte bei uns aufgenommen. Austerities that are learned through our harmonious actions, Die Stränge, die wir durch unser harmonisches Beisammensein lehren. that is called tapa. Das ist wird Tapa genannt. And then swadhyaya, we study scriptures with proper interpretations. Und wir lernen die Schriften und ihre Interpretation. And then Ishvara Pranidhana, the third one that we practice japa and meditation, prayer, singing, etc. Und das dritte ist, dass wir Japa und Meditation lernen. So this way, Swadhyaya has a very big, important meaning in our life. Und auf diese Art hat dieses Svadhyaya eine besondere Bedeutung in unserem Leben. That it connects our inside and outside. Weil es unser Inneres und unser Äußeres miteinander verbindet. And it makes the whole life meaningful for us. Und es macht unser ganzes Leben bedeutend für uns.